Auf unserer Panamerikaner-Reise sind wir aktuell in Kalifornien. Doch neben schönen Küstenorten und Stränden erleben wir diesmal auch etwas sehr Unerwartetes. Der Hurricane Hilary hält auf uns zu und wir wissen nicht so recht, wie wir das einschätzen sollen. Es werden Rekordniederschläge und Winde erwartet. Die Prognosen sind düster. Das ist eine absolute Katastrophe, was auf uns zukommen wird. Hallo zu diesem neuen Video, schön euch dabei zu haben. Wir sind seit dem letzten Mal ein bisschen nördlich gefahren und befinden uns jetzt in Huntington Beach, das auch den Spitznamen Surf City hat. Und wenn wir hier so durch Downtown durchlaufen, ahnt man schon ein bisschen, woher das kommt. Auf jeden Fall ist die Stimmung richtig gut. Ganz schön verrückt hier die Main Street, also was hier alles abgeht, richtig crazy. Aber ja, ich glaube langsam ist allen klar, wieso Huntington Beach als Surf City betitelt wird, denn hier dreht sich alles um Surfen. Komplett alles. Und wir laufen gerade auf dem Walk of Fame of Surfing, denn hier finden auch, ich weiß nicht, ob das jährlich ist, aber schon regelmäßig die US Open of Surfing statt. Die waren letzte Woche hier. Stimmt, gar nicht so lange her. Und es soll wohl auch eine weltberühmte Welle hier geben. Wie so viele kalifornische Ortschaften an der Küste hat natürlich auch Huntington Beach ein Pier. Es ist immer interessant zu sehen, was jetzt auf diesem jeweiligen Pier zu sehen gibt, weil manchmal sind es eher so Hotelanlagen, manchmal sind es Lunaparks, manchmal sind es Cafés, Restaurants. Hier vorne, ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was da ist. Ich glaube gar nicht mal so viel, aber man hat eine richtig schöne Aussicht auch auf den Strand, auf die Wellen und auch auf die Bohrinseln. Es ist schon schräg, dass die hier so direkt vor der Küste sind, aber gehört halt hier auch zum Bild. Wenn man sich ansieht, wie viele Leute hier friedlich und fröhlich am Strand den Tag verbringen, würde man gar nicht meinen, dass ein Hurricane unterwegs hierher ist. Seit einigen Tagen sind die Nachrichten voll davon. Die Breaking News sind immer über diesen Hurricane und wo er sich gerade befindet. Er kommt von der Baja California, also von Mexiko aus, hierher nach oben. Und morgen früh soll er ankommen. Man merkt heute, dass das Wetter auch schon ein bisschen anders ist. Die letzten Tage war es sonnig und windig. Und heute ist wirklich der sprichwörtliche die Ruhe vor dem Sturm. Denn der Wind hat komplett nachgelassen. Es geht fast kein Wind. Der Himmel ist aber ziemlich zugezogen. Ja, und wenn man denkt, dass der Hurricane eine Stufe 4 von 5 hat und im Moment über 220 km/h schnell ist, also es wirkt schon ziemlich bedrohlich. Also wir machen uns auch Gedanken, wie wir da jetzt uns verhalten sollen. Wir sind noch für ein paar Tage hier gebunden, darum fahren wir auch nicht weg. Aber ja, es hieß auch in den Nachrichten, man soll sich heute am besten den Ort suchen, wo man sich dann für den Tag morgen verkriecht und aufhält. Man soll morgen nicht raus. Ja, und einige Läden haben schon Holz davor gelegt, damit die Scheiben nicht kaputt gehen und das Gebäude geschützt wird. Also es sah
sieht schon seltsam aus. Die Stimmung ist für mich auch ein bisschen anders heute. Vielleicht einfach, weil ich es weiß, aber schon... Ja, mal schauen. Mal sehen, wie das wird. I've been feeling so small. Watch the clock ticking off the wall. But tonight I'm letting it go. Spend my coin for sure. I'm gonna be myself, or I could be someone else. No one's stopping me now. I'm gonna skip. Hier auf dem Pier ist nicht wirklich viel los. Man sieht viele Fischer und ja, ansonsten läuft nicht viel hier. Aber es ist schon heftig hier den Surfern zuzuschauen. Also die Wellen, die hier reinkommen, sind richtig groß. Obwohl nicht so viele Surfer im Wasser sind, die die Wellen auch nehmen. Aber ja, wenn man so zuschaut, was da reinkommt, da würde ich nicht gerne im Wasser sein. Natürlich darf ein Eis nicht fehlen. Und ich habe hier so eine Kette entdeckt. Wir waren das erste Mal in San Diego, glaube ich, bei denen. Ja. Handles heißen die oder so. Richtig gutes Eis. Richtig gutes Eis. In den USA heißt ja groß oft gut. Hier stimmt das auf jeden Fall. Ich muss, glaube ich, schnell essen, weil sonst schmilzt mir das alles weg. Ist zwar nicht mega heiß, aber es geht trotzdem schnell. Bei der Portion, ach, $5 kostet es. Ist es wert. Während Jessie sich das Eis gönnt, ja, laufen wir mal zurück zum Van. Denn auch wir müssen irgendwelche Vorkehrungen für morgen treffen, denn ja, keine Ahnung, wie das sein wird. Auf jeden Fall müssen wir uns noch einen sicheren Platz zum Übernachten suchen. Und ja, ideal einen, wo wir nicht überflutet werden. genau. Ja. Guten Morgen. Wir sind vor ein paar Minuten aufgewacht bei Regen. Ja, hatten wir schon lange nicht mehr Regen. Oh ja, und normalerweise wird es uns auch gar nicht stören. Wir würden uns einen gemütlichen Tag machen. Aber ja, heute wissen wir ja, was auf uns zukommt. Wir haben nämlich die News natürlich auch gleich gecheckt und es soll im Laufe des Tages immer schlimmer werden. Vor allem am Nachmittag werden die größten Regenfälle und Windstöße auch erwartet. Ja, ich muss sagen, ich bin ein bisschen nervös. Ich meine, ja, ich weiß nicht, es ist schwer greifbar. Es werden andauernd irgendwelche Warnungen ausgesprochen, Sturmwarnungen, Flutwarnungen, alle möglichen Warnungen und für mich ist das halt sehr ungewohnt. Ich finde es schwierig einzuschätzen, was das tatsächlich bedeutet und inwiefern uns das dann beeinflusst. Aber ja, wir räumen hier jetzt mal auf, denn das kam gestern ein bisschen zu kurz und dann fahren wir rüber an einen Platz, wo wir hoffentlich den Tag sicher verbringen können, wo wir hoffentlich nicht geflutet werden und auch nicht weggewindet und nichts auf uns drauf fällt. Und dann machen wir erstmal Kaffee und beobachten einfach, wie sich die Situation weiterentwickelt. Während Jessie fertig abwäscht, habe ich mir nochmals die Wettersituation angeschaut. Sieht nicht ganz so prickelnd aus, würde ich jetzt mal sagen. Ganz viele Warnungen, ganz viel Regen vorausgesagt, obwohl es jetzt kurz aufgehört hat zu regnen. Wahrscheinlich ist das die Ruhe vor dem Sturm. Ja, denn wir haben gelesen, an einigen Orten soll es doppelt so viel regnen wie normalerweise in einem ganzen Jahr. Ja, was das heißt, keine Ahnung. Aber kommt nach Kalifornien, da ist es schön, haben sie gesagt. ja, da gibt es keine Regensaison, haben sie gesagt. Yay! Ja.
Naja, wir versuchen das Beste daraus zu machen. Ja, machen hier noch fertig und suchen uns einen sicheren Platz. Platz für heute? Vorerst mal schauen, ob sie uns hier nicht wegschicken. Oder ob es uns nicht wegspült. Ja. Kaffee! Endlich! Wow, bei diesem Wetter braucht es den umso mehr. Und ja, jetzt können wir es uns gemütlich machen, was arbeiten. Und für den heutigen Tag haben wir auch noch den perfekten Sponsor. Vielen Dank an Jackery fürs Sponsoring dieses Videos. Wir haben Jackery seit etwa 2 Jahren schon mit dabei und ja, es hat uns schon einige Male wirklich sehr geholfen. Gerade jetzt auch wieder diese Tage fahren wir wenig, wir kriegen keine Solarenergie rein. Und da ist sehr gut, dass wir eine zusätzliche Stromquelle haben, die uns auch bei unserem hohen Energiebedarf mit den Laptops, mit Starlink und so aushilft. Ja, und auch im Winter hatten wir ja schon ein paar Mal, dass die Tage einfach zu kurz sind, um genug Energie reinzuholen. Da ist Jackery wirklich die perfekte Ergänzung für unser Stromsetup. Für mehr Stromkapazität haben wir den Explorer 1000 Pro mit 1000 Wattstunden. Darüber können wir alle unsere Geräte laden und betreiben. Das geht ganz einfach über die verbauten Anschlüsse. Es gibt mehrere USB-C und USB-A Anschlüsse, aber auch 120 bzw. 230 Volt Steckdosen und einen Autostecker. Und auf dem übersichtlichen Display sieht man den aktuellen Status. Falls es doch mal einen Stromausfall geben sollte, hat die Jackery eine integrierte Lampe mit verschiedenen Funktionen mit dabei. Geladen wird der Explorer auf 3 Arten. Entweder über den Stecker an der Wand, während der Autofahrt über den Autoanschluss oder, und so machen wir es am liebsten, über die Sonne. Dafür haben wir das Solarsaga 200 mit 200 Watt Leistung. Mit den flexiblen Füßen können wir es perfekt zur Sonne ausrichten und mit dem faltbaren Konzept ist es auch platzsparend verstaubar. Für diejenigen, denen dieser Solargenerator zu groß ist, haben wir Neuigkeiten, denn in diesen Tagen gerade findet die IFA-Messe statt, wo Jackery ein neues Produkt vorstellt, das auch denen zusagen wird, die erst gerade in das Thema einsteigen. Wenn ihr also euer Elektro-Setup ergänzen möchtet oder auch ein alleinstehendes mobiles Allrounder-System haben möchtet, schaut unbedingt über den Link in der Videobeschreibung bei Jackery vorbei. Da findet ihr weitere Informationen, Aktualitäten und alles, was ihr zu wissen braucht. Wir arbeiten jetzt noch ein bisschen was und beobachten mal weiter, was das Wetter heute so macht. Ja, es bleibt spannend. Ratet mal, was an Roberto anders ist. Ja, ich habe eine neue Brille. Wie gefällt sie euch? Steht sie mir überhaupt? Ich finde ja. Ja, mal schauen, was die Audience so sagt. Ich brauche sie aber wirklich nur zum Arbeiten, denn ich sehe fast nichts mehr in der Nähe. Ist wahrscheinlich wohl das Alter. Tja. Aber passt schon, also ist halt so, wie es ist. Dafür werden jetzt die Videos wieder schärfer. Hoffentlich, ja. Und wenn ihr euch fragt, wieso wir immer noch hier auf dem Parkplatz sind und nicht irgendwo landeinwärts gefahren sind, also da soll es ja, glaube ich, noch schlimmer werden. Und meine Apple Watch ist kaputt gegangen. Die habe ich in die Reparatur gebracht und das sollte, glaube ich, übermorgen sollten wir da Bescheid bekommen. Also so lange macht es auch keinen Sinn, wirklich wegzufahren. Die Wettersituation ist ganz okay zurzeit. Es regnet ein bisschen stärker. Es soll aber stärker werden, also ab 5 Uhr soll es richtig stark sein. Und um ganz ehrlich zu sein, also wir machen uns schon ein paar Gedanken, wo wir stehen bleiben sollen oder wo wir hin sollen. Denn wenn wir Nachrichten schauen, das ist eine
absolute Katastrophe, was auf uns zukommen wird. More than 40 million people are bracing for Hurricane Hilary. Hilary is expected to bring catastrophic flooding, fierce winds, heavy downpours to Southern California. A year's worth of rain could fall over the coming days. And California's governor has declared a state of emergency. This is a very, very dangerous and significant storm. Sind vielleicht auch die amerikanischen Medien. Ich weiß nicht, also so kenne ich sie eigentlich aus Europa gar nicht. Also vielleicht sind sie hier hypervorsichtig, aber wenn wir Nachrichten schauen, ist es Weltuntergangsstimmung. Und ja, da ist ja eine Flutwelle und Schlammlawine nach der anderen. Und die Straßen sind hier so breit, das kann man sich gar nicht vorstellen. Obwohl, ja, wenn wir hier aus dem Van rauslaufen, ist schon so viel Wasser am Boden, obwohl es nicht wirklich stark regnet. Und wenn die doppelte Menge an Regen kommen soll, die es normalerweise in einem Jahr runterkommt, dann will ich mir nicht vorstellen, was da los ist. Also, ja, wo soll das auch hin? Ja, also, ja, wir beobachten hier noch ein bisschen. Wir berichten auf jeden Fall noch weiter. Es ist 3 Uhr. Die Lage ist ganz entspannt bis jetzt. Ja, mal schauen, wie sich das entwickelt. Was war denn da los? Der ist einfach in die Wand reingefahren. Ehrlich? Ja, keine Ahnung, wie das passiert. Ich war noch kurz oben und dann höre ich einen Riesenknall und denke mir so, hä, was ist da passiert? Und sehe ich, da alle Airbags sind rausgekommen und der hat überall geblutet und so. Oh nein, wirklich? Ja. Das sieht man gar nicht von hier aus bei ihr. Nee. Naja. Oh, okay. Naja. Der eine hat die Polizei angerufen und die meinten jetzt so, ja okay, es ist offensichtlich, der war glaube ich ziemlich betrunken auch. Also da gerade auszufahren und die Wand zu treffen. Ja, ich hatte ehrlich gesagt ein bisschen Angst, weil ich sah nur dich dastehen und die Polizei rundherum. Das Auto habe ich erst später gesehen. Ja, alles klar. Mittlerweile ist es 6 Uhr. Der große Regen, der angesagt wurde, ist nicht gekommen. Zum Glück, also zumindest hier, wo wir uns jetzt befinden. Dafür ganz starke Winde, nicht wahr? Ja, also über die Zeit wurde jetzt auch der Hurricane von Stufe 4 auf Stufe 1 runtergestuft, also eigentlich als tropischer Sturm. Deswegen ist der Impact hier nicht so groß, wohl eher im Inland, so wie es klingt. Nicht so direkt an der Küste und eben der Regen war jetzt auch weniger als erwartet. Besonders wenn man die Medien verfolgt hat, aber der Wind wird langsam richtig stark. Ja, der wird stärker und deshalb gehen wir in das Quartier rein, wo es nicht so windig sein sollte, hoffe ich mal. Weil hier windet es zurzeit richtig stark und es ist halt eine offene Fläche. Packen wir hier zusammen und fahren gleich los. Ja. Wir sind an unserem Schlafplatz angekommen. Es ist auch ziemlich ruhig geworden mittlerweile. Also der Regen hat sehr stark nachgelassen. Es ist ein bisschen Nieselregen. Ja, und der Wind ist hier eigentlich kaum spürbar, oder? Ja, also ich glaube, wenn das alles war, dann war es richtig gechillt. Also ja, ich weiß nicht. Hatten wir Glück. Ja, wir waren zwar vorhin noch kurz bevor wir zum Schlafplatz gekommen sind am Meer, also am Pier, wo wir gestern schon waren. Und da hat es schon ziemlich gewindet. Also die Wellen waren richtig groß und es war schon ziemlich windig. Und der Strand war leer. Ja, klar. Es waren keine Leute am Strand. Nee. Also hat man schon gemerkt. Aber hier ist es ja recht windgeschützt. Ja, ich glaube, das Schlimmste ist durch. Es soll noch ein bisschen regnen die ganze Nacht durch. Aber ja. Hier wird es wohl recht entspannt sein. Ja, will ich auch sagen. Und darum gibt es jetzt Abendessen. Kartoffelpüree ist fast fertig, Salat haben wir. Dann kommt noch ein kleines Kotelett dazu.
Und dann gibt's Netflix und Chill und bald schlafen wahrscheinlich. Genau. Bin irgendwie doch ganz schön kaputt. Ja, ich auch. Ja, falls doch was Spannendes passiert, versuchen wir euch das natürlich mitzuteilen. Aber ich glaube, es wird eine ruhige Nacht. Ich hoffe es. Hoffentlich. So. Es ist der Tag nach dem Sturm und ja, tatsächlich ist gestern Abend nicht mehr viel passiert, was eigentlich auch gut ist natürlich. Wir haben heute früh die Nachrichten nochmal gecheckt und tatsächlich war vor allem unser Gebiet nicht so stark betroffen wie andere Gebiete, aber allgemein war ja, der Impact vom Sturm geringer als erwartet. Es war trotzdem ein Sturm, wie es ihn in den letzten 30 Jahren hier nicht gegeben hat. Es kamen trotzdem große Regenmengen runter, aber ja, zum Glück war er eben doch nicht so stark und hat nicht so einen großen Schaden angerichtet wie erwartet. Es gab ein paar Flutungen, ein paar umgestürzte Bäume, aber soweit wir wissen, nichts Schlimmeres. Das ist natürlich eine gute Nachricht und ja, heute früh war es, als wäre nichts gewesen. Es war blauer Himmel, schönes Wetter. Wir sind drum jetzt auch gerade am Strand und sind uns ein bisschen wie die Stadt wieder zum Leben erwacht. Heute sieht man viel mehr Surfer als in den letzten Tagen und auf der rechten Seite, da ist die Insel Catalina, die wurde eigentlich vorgestern komplett evakuiert wegen dem Sturm. Ja, heute sieht man wieder die Boote, die darüber fahren, das heißt, die Menschen gehen wieder nach Hause und lustigerweise hinter mir, also da hinten, sieht man, glaube ich, Los Angeles. Also so eine gute Sicht hatten wir in den letzten Tagen überhaupt nie, oder? Das stimmt allerdings. Ja, wir sehen die Insel, Los Angeles, die Bohrinseln sieht man heute auch viel besser. Fast ironisch. Ja. Would you follow me to wonders? Take my hand and walk beside me in a world of thunder. Fear is an imposter. Oh, es tat richtig gut, ein bisschen Bewegung zu bekommen, nachdem wir gestern den ganzen Tag wirklich im Van waren. Und ja, wir sind schon fast wieder bei Downtown. Ich muss sagen, allgemein dieses Video war sehr anders, als wir geplant hatten. Wir wollten euch eigentlich was komplett anderes von der Küste hier zeigen und ja, die Route anders fortsetzen. Aber ja, ich glaube, anderen hat dieser Sturm noch einen ganz anderen Strich durch die Rechnung gemacht und werden wir uns sicher nicht beschweren. Wir sind ja froh, dass es so glimpflich ausgegangen ist. Und wir hoffen, dass für euch dieses Video trotzdem auch sehenswert war, interessant war oder ja, schreibt unten in die Kommentare rein, wie es denn für euch war. Wir hoffen, dass ihr uns auf jeden Fall weiter auf dieser Reise begleitet. Wir gehen jetzt zurück zum Van, machen uns fertig, denn morgen wollen wir weiterfahren, endlich. Wir haben gute Neuigkeiten bekommen, wir können die Watch abholen. Und wo es hingeht, ja, das erfährt ihr im nächsten Video. Bis dann, see ya! See ya. Das wird ein Tag. Ganz